Ich bin heute hier bei Mein-Camp, einem Werkstattpartner von Francana Freiko. Und was es mit den Werkstattpartnern auf sich hat, das erklärt mir heute der Stefan, denn der hat mich auf einen Kaffee eingeladen und mir einen kleinen Blick hinter die Kulissen versprochen. Schauen wir mal rein. Ah, da bist du ja schon. Guten Morgen, hi. Hallo Stefan. Grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr gerne, haben wir gern gemacht. Kaffee steht hab schon auch schon bereit. mal Ach, vorbereitet. perfekt. Ach, und hier, das Siegel. Ja. Darum soll es heute gehen, habe ich gehört. Genau, um unser Vertrauenssiegel, um unser Werkstattpartnerkonzept von Francana Freiko. Genau, darum geht es heute. Das würde ich dann gerne. Francana Freiko ist ja eher ein Großhändler, aber hier sind wir ja bei Mein-Camp bei einem Fachhandelspartner. Genau, bei einem Fachhandelspartner von uns und einem von über 100 Werkstattpartnern eben auch, die wir mittlerweile haben. Und da führe ich euch heute gerne hinter die Kulissen einmal. Da bin ich mal gespannt. Ja. Schnappen wir uns einen Kaffee? Gerne. Bitteschön. Perfekt, danke. Wo müssen wir lang? Ich gehe voraus, einmal Perfekt. durch den Job. Boah, das ist schon ganz schön groß hier. Ja, wir haben hier eine Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmeter, 700 Quadratmeter auf 2 Ebenen, Okay. wo hier der Endverbraucher, der Camper, die Camperin alles findet, was sie im Urlaub gebrauchen können. Ausgezeichnet. Aber wir haben ja, beziehungsweise hast du mir ja schon mal angekündigt, Blick hinter die Kulissen. Genau, und Es deswegen, geht ja um die Werkstatt, ich bin gespannt. ja genau, und da gehen wir jetzt eben auch hin, einmal in unsere Fachwerkstatt. Ah, okay, das Lager. Ein kleiner Bereich, genau, und jetzt eben hier einmal in der Fachwerkstatt von Mein-Camp. Wow, das geht ja nach hinten ganz schön weit durch. Ja, Und man sieht schon Mischung aus Kastenwagen, teilintegrierten genau, Wohnwagen, alles dabei. ist alles dabei. Ist auch etwas, was den Großteil oder eigentlich alle unsere Werkstattpartner auszeichnet, dass sie spezialisiert sind auf natürlich Freizeitfahrzeuge in jeder Ausführung. Okay. Und wir da schon einen großen Augenmerk drauf haben, dass das eben auch vorhanden ist, wenn wir Ausschau nach neuen Werkstattpartnern halten. Ja. Ja. Ja, das führt mich ja quasi schon zur ersten Frage. Was wird denn gebraucht für das Siegel oder was muss denn die Werkstatt für Kriterien erfüllen? Ja, also zuallererst brauchen wir erstmal kompetentes Personal. Ja. Ganz wichtig, damit Sie wissen, um was geht es bei einem Fahrzeug. Auch unsere Wohnwagen, Reismobile sind ja teilweise so individuell ja auch gebaut, haben solche Eigenschaften, dass man auch wissen muss, wie baue ich denn eine Klimaanlage zum Beispiel auch auf und was sind die Feinheiten. Und dass wir da eben geschultes und auch ausgebildetes Personal wie Meister, Karawantechniker einfach auch vor Ort haben. Aber warum dann von Francana Freiko? Das ist ja der Großhändler. Hinter allem steht der ja eigentlich markenübergreifend so das ganze Camper-Portfolio im Angebot. Wie kommt man da als Fachgroßhandel drauf auf die Idee? Naja, wir sind eben als Großhandel Europa weltweit aufgestellt, haben bis zu um die 3000 Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, und der Großteil hat Fachwerkstätten. Und wir haben die letzten Jahre einfach gemerkt, dass gerade viele Endverbraucher wirklich Anlaufstellen suchen, wo sie qualifizierte Einbauten bekommen, weil viele Werkstätten gemeint haben, sie können alles einbauen, auch teilweise, muss ich sagen, aus dem Kfz-Bereich. Und es gibt eben ganz viele Feinheiten die man wissen muss. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir den Endverbraucher zu Fachwerkstätten unseres Vertrauens auch lotsen können, damit sie dann eine Anlaufstelle haben. Und Lotsen gibt dann im Grunde eine gewisse Sicherheit, wenn ich irgendwelche Anbauten an meinem Fahrzeug Genau. vornehmen will, Ja. kann ich im Grunde schauen, wer ist Werkstattpartner, da Genau. weiß ich dann, Wir das war das Fachpersonal. Fachpersonal, die Werkstatt muss entsprechend ausgestattet sein. Okay. Man muss natürlich auch gewisse Höhen überhaupt haben, damit man ein Fahrzeug auch in die Werkstatt bringt. Apropos Höhen, hier geht es eher um Tiefen, aber faszinierend, habe ich so auch noch nie gesehen. Ja, auch das ist natürlich sicherlich eine Besonderheit, aber natürlich auch ein Kriterium, dass die Werkstatt auch einfach ordentlich ausgestattet ist, mit Materialien auch. Ja. Und hier in diesem Fall haben wir auch eine versenkbare Hebebühne bei Firma Mein-Camp. Da ist ja das Arbeiten am Dach richtig komfortabel möglich ohne Leiter, das ist schon... Eben, ist auch natürlich
muss man auch sagen, für die Mitarbeiter natürlich auch ein gewisser Ja, Sicherheitsfaktor nochmal. Ja. Aber bietet sehr viele Vorteile. Und parallel auf normalem Niveau kann ich von unten am Unterbau. Kann ich von unten auch Rangierhilfen anbauen etc. pp. Okay, Genau. also Werkstattausstattung, Qualifikation sind die Personal. Personal. Ja. Jetzt sind wir ja relativ schnelllebig unterwegs mit dem Zubehör. Ja. Wie ist das Sachen also, Aktualität? ja. Also zum einen haben wir natürlich das Sortiment, grundsätzlich erstmal unser Sortiment, unser Zubehörsortiment, auch Einbauteile, wo wir uns immer wieder natürlich hinterfragen, haben wir noch die richtigen Produkte, was muss neu ins Sortiment aufgenommen werden, was ändert sich am Markt, was will der Camper, die Camperin auch einfach jetzt in seinem Fahrzeug haben, ja? Was tut sich da? Das sind wir zum einen, was das Sortiment angeht, einmal up to date. Und das andere ist natürlich, wir müssen schauen, und das war auch der Anspruch, den wir an uns und auch an unsere Werkstattpartner haben, diese zu schulen, immer wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Und haben dafür letztes Jahr auch eine eigene Schulungswerkstatt bei uns am Hauptsitz in Goldhofen auch einweihen dürfen. Okay. Das heißt, verpflichtend ist nicht, aber es ist auf jeden Fall Es ist ein Angebot und wird auch sehr gut angenommen. Also wir sind jedes Mal auch ausgebucht, was unsere Schulungen angeht, die ersten, die gelaufen sind. Und wird jetzt im Sommer nicht, aber dann im Herbst auch wieder, gibt es eine neue Schulungsserie dann eben auch. Okay. Ja. Jetzt Goldhofen bzw. Mainkamp, wir sind jetzt hier im süddeutschen Raum. Ja. Wie ist da die Ausbreitung? Ja. Wir sind relativ gut innerhalb von Deutschland schon aufgestellt. Wir haben um die 104, 105 Partner momentan, die wir als Werkstattpartner ja ausgezeichnet haben. Die sind hauptsächlich in Deutschland. Wir haben aber auch jetzt schon in der Schweiz, Österreich auch schon Werkstattpartner. Also es scheint ja schon durchdacht und solide aufgestellt, Ja, sage ich mal. Wie darum- lange läuft das denn schon? Also Wir sind jetzt im bei vier dritten Partnern. Jahr, sind wir Okay. jetzt im dritten Jahr und haben uns jetzt auch mal mit der Zahl 100, haben wir uns mal jetzt, ja, ich sag mal, eingegroovt. Das war so unser Ziel, was wir haben wollten. Das muss natürlich auch alles nachgehalten werden. Es geht nicht darum, wir geben unser Siegel aus und dann ist das gut. Wir sind da schon im regen Austausch mit den Partnern auch. Müssen wir schulen, habt ihr Themen, die kommen auf uns zu mit neuen Ja, ja. Produkten auch, wo wir Wert drauf legen. Und wir haben eine richtige Agenda, Fahrplan, die wir mit den Fachwerkstätten durchgehen. Ja. Das sind zum Beispiel Servicepartner, welche Marken haben sie, können sie Reisemobile und Wohnwagen, können sie nur Wohnwagen, vielleicht gibt ja auch Fachwerkstätten, die sich auf Wohnwagen spezialisiert haben ausschließlich. Und das ist natürlich ein laufender Prozess, den wir immer wieder hinterfragen und jährlich auch neu ausloben dann die Werkstattpartner. Und das haben wir jetzt auf Stand und sind jetzt dabei, die nächste Stufe dann auch weitere Partner zu finden. Jährlich ausloben heißt aber auch, es finden dann auch jährliche Kontrollen Genau, statt, ob die ja. Standards erfüllt werden, Das die hinter machen dem wir. Siegel stehen. Genau, das machen wir Okay. auch. Ja. Jetzt ist das hier natürlich richtig beeindruckend, auch von der Größe. Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge haben wir jetzt hier drin? Und dann haben wir 2, 4, 6, 8 Fahrzeuge hier stehen. Ja. 9 Fahrzeuge hier stehen. Wahnsinn. Ja. Sollen wir noch mal ein bisschen durch die Gänge wandeln, weil ist ja hochspannend. Die Frage Ja, ist, können wir gerne von, tun. von den Arbeiten her, reicht das von normalen Hauptuntersuchungen? Genau, es kommt Bis- TÜV, Dichtigkeitsprüfung, Gasprüfung Okay. und dann eben, also Standard, dann natürlich einbauen, Klimaanlage bei heißen Temperaturen im Sommer ja. natürlich immer, Ja, da ist die Bühne natürlich perfekt für. immer ein Thema. Aber auch natürlich, und das merken wir, ist das Thema Autarkie ist riesig, Ja. ist eine riesige Nachfrage da. Ne, sei es jetzt Nachpflege von anderen Toilettensysteme, Verschweißtoiletten, aber auch Solaraufbauten mit Lithiumbatterie und allem sind einfach Themen, die gemacht werden. Fahrradträger, Ja, hier das ist ja auch, komplette das ist auch so ein klassisches Nachrüstthema Rangierhilfen, der Rangierhilfe. selbstverständlich, ja. Also das ist alles. Bis hin, und das muss man dann aber auch individuell bei den Partnern dann schon auch schauen, Ja. gibt es natürlich auch, was immer ein Thema sein kann, auch sind eben komplett Seitenwände tauschen und so weiter. Das muss man dann aber natürlich Okay. dann schon, Ist dann aber schon eine größere Nummer. das ist eine große Nummer und das muss man dann schon mit den Partnern individuell dann schon auch nochmal klären, ja, ob das Okay. dann auch jeder macht. Ja. Also im Grunde war der Gedanke in einem Werkstattpartnerkonzept, man hat ja den Draht zu den Händlern, weil Genau. man als Großhändler die Händler sowieso, viele Händler sind nicht nur Händler, sondern Fachwerkstatt. Genau. Und wenn die ein gewisses Kriterium erfüllen, dann kann ich ein Siegel ausgeben, Genau. um
dem Endkunden, um den Besitzern die Möglichkeit der Orientierung zu geben. Genau. Wo bin ich mir sicher, dass ich quasi Qualität bekomme. Ja, genau, Qualität in dem tatsächlichen Einbau. Aber was uns auch wichtig ist, ist die Beratung dazu. Okay. Es soll ja auch sinnvoll die Sachen eingebaut werden. Wir möchten, und das sind unsere Händler und auch alle unsere Werkstattpartner auch, die einfach ordentlich beraten, auf den Bedarf der Kunden auch eingehen, was uns ganz wichtig ist. Nicht einfach irgendetwas empfehlen, was sie gerne auch eingebaut bekommen oder selber einbauen würden in die Fahrzeuge, sondern wirklich bedarfsgerecht den Campern was Ordentliches auch empfehlen, dann auch für den Bedarf, den sie haben. Das gehört ja auch dazu. Absolut. Ja, dann bleibt mir im Grunde nur noch die Frage, wenn ich jetzt das Problem habe, dass ich mir das einbauen lassen kann, wie komme ich an die Partner, wo finde ich die? Ja, wir haben auf unserer Homepage frankanafreiko.de gibt es den Werkstattpartner auch nochmal erläutert, kann man nochmal nachlesen, was uns da auch wichtig war und was auch bei den Fachwerkstätten vor Ort auch alles möglich ist. Und das haben wir ausgelobt mit einem Button auch auf der Homepage und kann über unsere Händlersuche sich die auch raussuchen. Okay. Frankana Freiko war ja noch eine andere Besonderheit, meine ich. Ja. Das ist ja sowieso sehr handelfokussiert, sehr Absolut. unterstützend. Dabei noch die Geschichte mit dem Fachhandel. Ja, also Frankana Freiko, wir sind Großhandel und beliefern ausschließlich den Caravaning-Fachhandel im B2B-Bereich. Ja. Ausschließlich. Und wir haben eben neben dem Werkstattkonzept, Partnerkonzept auch ein Shop-Partner-Konzept, wo es um das Thema Zubehör dann geht. Campingstühle, Tische, Geschirr und so weiter. Das gibt es auch noch. Also das ist schon, unser Fokus liegt ganz klar auf dem Fachhandel und dessen Ausstattung in Produkten und aber auch, wie wir es im Werkstattbereich auch haben, schulungstechnisch und unterstützend in jedem Belang. Ja. Also die Besonderheit war ja meines Wissens dieses, ich bestelle mir was online, es kommt per Paket Auch das, vor die Haustür, funktioniert so nicht. Nee, wir denken da etwas anders. Uns ist es wichtig, den Camper, die Camperin zum Händler zu bringen, zu vermitteln. Dort, wo eben Beratung stattfinden kann, wo unsere Händler stark sind. Und wir haben ein sogenanntes regional, also online aussuchen, regional einkaufen Konzept auch aufgesetzt, wo man sich auf der Homepage bei uns informieren kann als Camper über Produkte, legt die sozusagen in eine Wunschliste Warenkorb und kann das an einen nahegelegenen teilnehmenden Partner von uns schicken. Der schaut sich das an und hinterfragt auch nochmal, ob es... Bestes Beispiel haben wir immer wieder, es wird ein Grill bestellt mit einem falschen Regler und falschem Schlauch. Ich habe einen 50 Millibar Grill und es wird ein 30 Millibar Regler dazu bestellt. Kann das ist so gefährlich Klassiker. werden. Das ist Klassiker. Ja, und das ist uns wichtig und das sind wir auch im Austausch mit den Händlern, dass da nochmal hinterfragt wird, dass da Aufklärung, Beratung nochmal stattfindet. Und Nee, das war das, warum ich das Konzept jetzt nochmal aufgegriffen habe, weil das greift ja irgendwo ineinander. Absolut. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, mir das jetzt vor die Tür schicken zu lassen, mir das selbst aufs Dach zu werfen. Weil darf ich ja in manchen Fällen auch gar nicht, wenn es jetzt beispielsweise um Gasanlage, um Verkleben geht, sollte man ja geschultes Fachpersonal ranlassen. Dann habe ich meine Produkte, die ich haben will, ja sowieso schon beim Händler. Genau. Die haben meistens eine Werkstatt. Ja. Und dann funktioniert es wie hier. Dann schließt sich der Kreis. Sehr Dann gut. schließt sich der Kreis. Ja, das hängt da alles zusammen. Ja, super spannendes Konzept. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Vorstellung Sehr gerne, jederzeit wieder. und bin mal gespannt und drücke auf jeden Fall die Daumen, Ja. dass das noch kräftig weiter wächst, weil klingt auf jeden Fall sinnvoll, so ein Siegel zu vergeben. Das wird es und das Feedback, was wir von den Händlern, also von unseren Fachwerkstätten bekommen, von unseren Werkstattpartnern, wie aber auch von Endverbrauchern, gibt uns aktuell recht und da kriegen wir nur positives Feedback und wir freuen uns auch drauf. Ja. Perfekt. Vielen Dank. Dir. Ciao. Ciao.